equal to God, but not greater. Du bist Gott gleich. They were not dead. Aber sie waren nicht tot. The fire didn't even touch them. Das Feuer konnte sie nicht mehr berühren. The ropes that they had on their hands Und die Fesseln, die sie um die Hände hatten, didn't even get burned. wurden nicht verbrannt. They didn't even smell like smoke. Sie haben auch nicht verbrannt gerochen. Jesus was in the fire with them. The fire didn't even touch them. Neither did they come out smelling like smoke. Wir haben sie verbrannt gerochen. Why? Chose you to be equal to him. Hi, I'm Pastor David Atterbury, pastor of Christ-like World Outreach Center, and you're watching From the Kingdom Down. I pray that today's message will be a blessing to you. So sit back and watch. All right. I have been teaching you that God is a covenant keeper. He keeps the covenants. Und ich lehre euch momentan, dass Gott der Bündnisbewahrer ist. Er bewahrt also die Bündnisse. All we have to do is walk in the covenant. Wir müssen einfach nur im Bündnis wandeln. And to walk in this covenant that you have, Und in dem Bündnis zu wandeln, das du hast, you have to understand and know the covenant. bedeutet, dass du dein Bündnis kennen musst und es verstehen musst. You have to know your God. Du musst doch deinen Gott kennen. That means that you got to get in your word. Das heißt, du musst in dein Wort gehen. You're going to go through some things. Du wirst Dinge durchleben müssen. And as we go through those things Und während wir diese Dinge durchleben, with God, mit Gott, you will see that God is with you. dann werden wir erkennen, dass Gott mit uns ist. You will see that God has delivered you Und wir werden erkennen, dass Gott uns schon befreit hat. when you walk it in faith. Wenn wir das im Glauben durchleben. Because if you don't walk in faith, you're going to start saying things that goes against your covenant. Denn wandeln wir nicht im Glauben, dann sprechen wir Dinge aus, die gegen unser Bündnis gehen. Now, let's look at Genesis 9 and 12. Wir gehen in 1. Mose. This is our foundation scripture. Unsere Grundlagenbibelstelle, 1. Mose 9, 12. Genesis 9, 12. Come on now, work with me. Okay. Genesis chapter 9, 1. Mose Kapitel 9, verse 12. Vers 12. I'm waiting on my iPad. For some reason, this Bible moves very slow. Not my other one. But I like using the Amplified. Und ich lese aus der erweiterten Übersetzung. Okay, it just changed. All right, here we go. Now, 9, verse 12. Okay, 9, 12. it says, and God said, this is the token of the covenant which I am making between me and you and every living creature that is with you for all future generations. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe, zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. God said, I am making this covenant. Und Gott sagt, ich habe diesen Bündnis geschlossen. Now this is the covenant that he made with Noah. Und das ist das Bündnis, das er mit Noah geschlossen hat. How do we know that? Woher wissen wir das? Because he said the sign will be, I will put a rainbow in the sky. Denn er sagt, das Zeichen wird sein, dass ein Regenbogen am Himmel erscheint. And God says, that rainbow will let me know that I should never cover the whole earth with water again and destroy all man. Und dieser Regenbogen wird mich daran erinnern, dass ich die Erde nie mehr mit Wasser überflute, damit alle sterben. So when you see hurricanes and floods and things like that, it's not God. Wenn wir also Überflutungen sehen und Stürme und so weiter, dann stammt That's es not nicht von God. Gott. Because that's God said in his new covenant that he wouldn't do that no more.
Denn Gott sagt in seinem neuen Bündnis, dass er das nicht mehr tun würde. So he's not the one that's causing hurricanes and floods, killing hundreds of people. Und er ist dafür nicht zuständig, dass Überflutungen und so weiter Tausende von Menschen töten. But the main point that I wanted to bring out is that one, we see in this scripture, God initiated the covenant. Und ich möchte hier betonen, dass Gott eben nicht derjenige ist, der dafür zuständig ist. Then he said, I make it between me and you. Und er sagt auch hier, ich habe den Bund geschlossen zwischen mir und euch. Normally, you would say between you and I. Normalerweise würde man sagen zwischen dir und mir. But he was saying, but God was letting us know that I'm the one that has to keep it. You just got to walk in it. Aber Gott lässt uns hier wissen, dass er derjenige ist, der den Bund bewahren muss. So he says, between me and you. Daher sagt er zwischen mir und euch. Now, I want you to understand what a covenant means. Ich möchte, dass ihr versteht, was ein Bund bedeutet. There are two major differences between a covenant and a contract. Es gibt zwei große Unterschiede zwischen einem Bund und einem Vertrag. See, a contract, which is how the world sees different things like marriage or any type of covenant. Und ein Vertrag, das in der Welt steht für verschiedene Dinge wie Ehe und so weiter. This is how they look at covenant. So sehen sie den Bund eigentlich. They see it as a contract. Sie sehen ihn als Vertrag. But see, there's two major things about a covenant that's different than a contract. Es gibt eben zwei Gründe, wo es eben wirklich unterschiedlich ist, ein Bund und ein Vertrag. The first thing is every contract has an ending date. Jeder Vertrag hat ein Vertragsende, But a covenant has no ending date. aber ein Bund hat kein Ende. Once you enter into the covenant, there is no ending to it. Wenn man in den Bund einsteigt, dann gibt es da kein Ende. No end date. Kein Datum, wo So- das endet. Your covenant with God has no ending. Das heißt, dein Bündnis mit Gott hat kein Ende. The only time there's an ending to the covenant is when you step out of the covenant. Es gibt nur ein Ende des Bundes, wenn du den Bund verlässt. God doesn't end the covenant, but we step out of the covenant. Denn Gott selbst endet den Bund nicht. Es liegt nur an uns, wenn wir es verlassen. And when you step out of your covenant, that's when things happen. Und wenn wir den Bund verlassen, dann passieren eben verschiedene Dinge. That's when a lot of things happen to us that God really did not intend for it to happen. Dann passieren Dinge, die Gott nicht geplant hatte. What is the second thing, Pastor? Was ist der zweite Grund, Pastor? The first is there is no end date. Der erste ist also, dass es kein Ende gibt. The second thing is in a contract, you only really require certain things. In einem Vertrag werden nur bestimmte Dinge verlangt. For example, if you are renting a building, Zum Beispiel, wenn du ein Gebäude anmietest, the contract says you cannot do certain things and you must pay the rent. dann sagt der Vertrag, du kannst bestimmte Dinge nicht tun und du musst deine Miete bezahlen. That's it. Das ist alles. In a covenant, it's different. In einem Bund ist das anders. In a covenant, the covenant says Das Bündnis an sich sagt, everything that one person has that you don't have is yours. dass alles, was die andere Person hat, ist auch deins. And everything that the other person have that you don't have is yours. Und alles, was du hast, gehört auch der anderen Person. What does that mean? Was bedeutet das? You give, when two people come together in covenant, Wenn zwei Menschen zusammenkommen in einem Bund, everything that they had and everything that they had becomes one. dann kommt alles zusammen und beiden gehört es zu gleichen Teilen. You share everything. Du teilst also alles. It's no more, that's mine, that's yours. Da gibt es nicht mehr, das ist meins und das ist deins. Your bank account is my bank account. Dein Bankkonto, mein Bankkonto. My car is your car. Mein Auto, dein Auto. My animals are your animals. Meine Tiere sind deine Tiere.
Now here's one that people don't want to hear. Und was jetzt kommt, möchten manche nicht so gern hören. My debt is your debt. Meine Schulden, deine Schulden. That's a covenant. Das ist ein Bündnis. So, if you before you get into a covenant, Und bevor du einen Bund eingehst, you better make sure that's a covenant you want to enter into. solltest du sicherstellen, dass du dazu wirklich Ja sagen kannst. Because once you enter the covenant and God sees all covenants, Denn wenn du in den Bund einsteigst und Gott sieht alles, you can't back out talking about, I didn't know they had that much debt. dann kannst du nicht mehr rausgehen und sagen, ah, ich wusste nicht, dass da so viele Schulden da waren. God says debt has nothing to do with the covenant. Denn Gott sagt, Schulden haben nichts mit dem Bund zu tun. The covenant is sealed. Der Bund ist versiegelt And now you have to stay. und jetzt musst du bleiben. Now, in the Old Testament, before Jesus Christ, Im Alten Testament vor Christus, when the covenant was broken, als der Bund gebrochen wurde, a life or blood had to be given from the side that broke the covenant. musste Blut vergossen werden von der Seite, die den Bund gebrochen hatten. So, say for example, my wife and I, we came together and made a covenant. Also zum Beispiel meine Frau und ich kamen zusammen und haben einen Bund erstellt And she had a lot of land, und sie hatte viel Land zur Verfügung, but had no animals. aber keine Tiere. And I had animals with no land. Und ich hatte viele Tiere und eben kein Land. And we came together in a covenant. Und wir kommen zusammen in einen Bund. When we came together in that covenant, that means I can put my cattle on her land, Und wenn wir dann zusammenkommen, bedeutet das also, dass ich meine Tiere auf ihrem Land ausbreiten darf. and half of the cattle that's on her land belongs to her too. Und die Hälfte der Tiere auf ihrem Land gehören damit auch ihr. It's no longer my cattle, Es sind dann nicht länger meine Tiere, it's our cattle sondern unsere Tiere and our land. und unser Land. Now, if I say one day she make me mad, Und eines Tages macht sie mich vielleicht sauer and I say, you can take your land back, I want all my animals back. und dann sage ich vielleicht, du kannst dein Land zurückhaben und ich will all meine Tiere zurück, I just broke the covenant. dann habe ich den Bund in dem Moment gebrochen. If I'm the only one that's in that covenant with her, Wenn ich der Einzige bin in diesem Bund mit ihr, my life was taken. dann wurde mein Leben weggenommen. I'm saying this to you so that you get an understanding of how important covenant is. Und ich erkläre euch das so genau, denn es ist wichtig, dass ihr versteht, was ein Bund ist. Now, today, when covenant is broken, will you die? Heutzutage, wenn ein Bund gebrochen wird, stirbt man dann. In some cases, yes, you will. In manchen Fällen vielleicht, ja. Like I said, two people married Wie zum Beispiel, wenn zwei Leute heiraten and one cheats, und einer betrügt den anderen and say the man is cheating, und vielleicht betrügt der Ehemann in dem Fall and he's cheating with a married woman, und er betrügt mit einer verheirateten Frau which is called adultery. und das wird Ehebruch genannt. And the husband of the woman comes home and catches them. Und der Ehemann der Frau kommt dann heim und erwischt beide. And he keeps a gun in the house. Und er hat ein Gewehr zu Hause. If he hears something that's not right, Wenn er etwas hört, das nicht richtig ist, he's going to get his gun. dann holt er vielleicht sein Gewehr, Then he's going to the room. geht ins Zimmer, He opens the door. er öffnet die Tür He sees his wife with another man. und er sieht seine Frau mit einem anderen And he Mann shoots both. und er erschießt beide Now you're dead. und dann sind beide tot. This time it brought death. Und in diesem Fall hat es dann also Tod hervorgebracht. But not necessarily every time. Aber das muss nicht immer so sein. But death came because a covenant was broken. Aber der Tod kam, weil ein Bündnis gebrochen wurde. Now, today though, Jesus has paid the debt for if a covenant is broken. Jesus hat das jedoch beglichen, wenn heutzutage ein Bund gebrochen wird. But let me make you aware of something. Aber ich möchte euch warnen,
with every sin, mit jeder Sünde, with every action, mit jeder Handlung, there is consequence. auf jede Handlung folgt eine Konsequenz. So even though Jesus paid the debt, if you broke a covenant, Und obwohl Jesus die Schuld schon beglichen hat und ein Bund wird gebrochen, he did not take care of the consequence. You got to take care of that. bedeutet also nicht, dass er auch für die Konsequenz einstehen wird. Das musst du tun. Now, if you correct yourself quickly, Wenn du dich schnell korrigierst, the consequence may not come. dann kommt die Konsequenz vielleicht nicht. But if you continue to walk in sin, Aber wandelst du weiter in der Sünde or you continue to do the same thing, then the consequence will come. oder du tust weiterhin das Gleiche, dann erfolgt auch die Konsequenz. Consequences are good or bad. Konsequenzen sind gut oder schlecht. So whichever one you are doing, if you continue to do it, Wenn du es weiterhin tust, the consequence will come. dann wird die Konsequenz folgen. So I just want to let you know the difference between a contract and a covenant. Und ich möchte euch den Unterschied wissen lassen zwischen einem Vertrag und einem Bund. And that's why Christians don't look at covenant like a contract. Und deswegen sehen Christen einen Vertrag nicht wie einen Bund an. Big difference. Großer Unterschied. There's no end date with a covenant. Es gibt kein Enddatum im Bund And everything that you have belongs to your covenant partner. und alles, was du hast, gehört auch deinem Bündnispartner. And everything that your partner have belongs to you, Und alles, was dein Partner hat, gehört auch dir. including their family. Die Familie mit eingeschlossen. When I married my wife, Als ich meine Frau geheiratet habe, we entered a covenant. sind wir eingestiegen in einen Bund. Her mother and father became my family. Und ihre Eltern wurden zu meiner Familie. Her brother became my brother. Und ihr Bruder wurde zu meinem Bruder. My family became her family. Und meine Familie wurde zu ihrer Familie. Regardless if you want to or not, Ob wir das möchten oder nicht. you have no choice. Wir haben keine Wahl. It's a package. Kommt im Paket. All that's mine is hers. Alles, was meins ist, ist ihres. All that's hers is mine. Und alles, was ihres ist, ist auch meins. So her dad and her mom is mine. Das heißt, ihre Mutter und ihr Vater sind auch meine. And my dad and my mom is hers. Und mein Vater und meine Mutter sind auch ihre. Whether she liked them or not. Ob sie sie gern hat oder nicht. It didn't say nothing about liking. Da geht es hier nicht um gern haben. So now, this covenant that you have entered in with God, accepting Jesus, Diesen Bund, den du also eingegangen bist, Jesus wird eingeschlossen. we left off last week talking about how David had to pay the debt for Saul. Und letzte Woche sprachen wir darüber, dass David den Preis für Saulus zahlen musste. Turn to 2 Samuel 21. We're going to look at that again. It's in the Old Testament. Right after 1 Samuel. 2. Samuel. 2 Samuel. Hold on. I forgot what I said. 2 Samuel 21 and 1. 2. Samuel 21:20. We're going to see again, according to the Bible, how important it is to keep covenant. Und wir werden jetzt sehen, wie wichtig es in der Bibel war, einen Bund einzuhalten. And that God watches over covenants. Und dass Gott über das Bündnis wacht. So, 2 Samuel 21, 2. Samuel 21, verse 1. Vers 1. It says, there was a 3-year famine in the days of David, year after year, and David inquired of the Lord. Es war eine Hungersnot zu Davids Zeiten 3 Jahre nacheinander und David suchte das Angesicht des Herrn. In other words, David went to God and said, why is there a famine in the land? Mit anderen Worten heißt es also, dass David zum Herrn ging und ihn fragte, warum herrscht schon 3 Jahre Hungersnot? And God answered David. Und
Und Gott hat ihm geantwortet. He said, it is on account of Saul, King Saul, and his bloody house, for he put to death the Gibeonites. Und der Herr sprach, auf Saul und auf seinem Hause liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Now what we have to understand Was wir verstehen müssen ist, is that before David became the king, bevor David König wurde, Saul was king. war Saulus König. And I told you, I believe I said this last week, the Gibeonites knew that Israel had God. Und The Gibeonites knew that God was with the Israelites. Und die Gibeoniter wussten, dass Jesus mit den Israeliten war. And they feared the Israelites. Und sie fürchteten sich vor ihm. So they dressed up like they had traveled a long distance. Und sie haben sich so angezogen, um sich bereit zu machen für eine große Reise. And they went to King Saul. Und sie gingen zu König Saulus. And they said, we've come from a far way. Und sie sagten, wir kommen von weit her. We come to make a treaty with you. Und wir kommen, Make peace. um Frieden zu machen mit euch. And the reason why they did this is because they did not want King Saul or the Israelites to come and destroy them. Und der Grund, weshalb sie das taten, ist, sie wollten nicht, dass die Israeliten kommen würden und das zerstören würden. So King Saul, not knowing that they were next door neighbors, King Saul did not know that they were next door neighbor to the people that came. Und König Saulus wusste nicht, dass sie Nachbarn waren. They tricked King Saul. Sie haben ihn ausgetrickst. And so Saul signed a treaty or a peace treaty with them, Und hat Paulus einen Friedensvertrag unterschrieben mit ihnen. promising, making a covenant with them Und hat einen Bund erstellt mit ihnen, that they would never attack them. Dass er sie niemals angreifen würde, hat er versprochen. But then years went by, Und nach Jahren, and Saul, wanting to please the people, Saulus wollte den Leuten gefallen decided to attack the Gibeonites. und er hat dann beschlossen, die Gibeoniter anzugreifen. And he began to slaughter them. Und er hat sie abgeschlachtet. So now David is king, and Saul is no longer king. Und jetzt war David König und Saulus nicht mehr. The Gibeonites did not forget what happened, Die Gibeoniter haben nicht vergessen, was geschehen ist. and God did not forget what happened. Und auch Gott hat es nicht vergessen. So, this is why the famine was on the land. Und deswegen lag da eben diese Blutschuld auf dem Land. And it said in verse 2, Und in Vers 2. so the king called the Gibeonites. This is King David now. He called the Gibeonites. Now the Gibeonites were not Israelites, but of the remnant of the Amorites. Da ließ der König die Gibeoniter rufen und sprach mit ihnen. Die Gibeoniter aber gehörten nicht zu den Israeliten, sondern waren übrig geblieben von den Amoritern. Now drop down to verse 3. Geht zu Vers 3. So David said to the Gibeonites, what shall I do for you? How can I make atonement that you may bless the Lord's inheritance? Da sprach David zu den Gibeonitern, was soll ich für euch tun? Und womit soll ich Sühne schaffen, dass ihr das Erbteil des Herrn segnet? In other words, David went to them and said, what can I do to make this right? Das heißt, David ging zu ihnen und fragte, wie kann ich das richtig stellen? The Gibeonites said to him, we will accept no silver or gold of Saul or of his house. Neither for us shall you kill any man in Israel. Die Gibeoniter sprachen zu ihm, es ist uns nicht um Gold noch Silber zu tun, bei Saul und seinem Hause, auch steht es uns nicht zu, jemanden zu töten in Israel. Er sprach, was wollt ihr dann, was ich für euch tun soll? I didn't go that far yet. David said, I will do for you what you say. Verse 5. Vers 5. They said to the king, the man who consumed us and planned to prevent us
from remaining in any territory of Israel. Let 7 men of his sons be delivered to us, and we will hang them up before the Lord at Gibeah of Saul. Sie sprachen zum König von dem Mann, der uns zunichte gemacht hat und der uns vertilgen wollte, dass uns nichts bleibe in allen Landern Israels. Aus seinem Hause gibt uns 7 Männer, damit wir sie aufhängen vor dem Herrn in Gibeon auf dem Berg des Herrn. And the king said, I will give them. Der König sprach, ich will sie euch herausgeben. King David said, I will give you 7 people. König David sagte also, ich werde euch 7 Männer geben. Not just 7 individuals, Nicht nur irgendwelche Leute, but 7 individuals that were descendants of Saul. sondern 7 Männer, die Nachfolger sind von Saulus. They didn't want just any 7 individuals of the Israelites. Sie wollten nicht nur irgendwelche 7 der Israeliten. To pay the debt, it had to be 7 people from the descendant of Saul. Um die Blutschuld zu begleichen, mussten es 7 Nachkommen sein. Why? Warum? Because David didn't break the covenant. Denn David hatte nicht den Bund gebrochen. It was King Saul that broke the covenant. Es war König Saulus, der den Bund gebrochen hatte. So the debt had to come through his bloodline. Und er musste die Schuld beglichen werden durch seine Blutlinie. So he took 5 offsprings from from Saul's daughter. Und daher nahm er 5 Nachfolger von Saulus Tochter. In other words, 5 of his grandkids. Das heißt 5 seiner Enkelkinder. And 2 from his son, from Saul's son. Und 2 von Saulus Sohn. But Jonathan's son, I forget his name, Mephibosheth. Wow. Und Johannes Sohn, Mephibosheth, or something like that, Mephibosheth, was the son of Jonathan. war der Sohn von Johannes. David did not give this one. David hat ihm nicht diesen gegeben. Why? Warum? Because David and Jonathan made a covenant. Weil David und Jonathan haben auch einen Bund geschlossen. And David understood covenant. Und David wusste, was der Bund bedeutet. And had he gave Jonathan's son, then that means David would have broke covenant too. Und hätte er Jonathans Sohn gegeben, dann hätte er auch den Bund mit Jonathan gebrochen. So he did not give Jonathan's son. Daher gab er den Sohn nicht. He spared him. Er hat ihn bewahrt, But he gave 7 others. aber er gab 7 andere. They took those 7 people or descendants of Saul. Und sie nahmen diese 7 Nachkommen They hung them before the Lord. und sie haben ihn aufgehängt vor den Herrn. And the Bible says, let me see. Verse 9. Vers 9. He delivered them into the hands of the Gibeonites, and they hung them up on the hill before the Lord, and all 7 perished together. Und gab sie in die Hände der Gibeoniter, da hängten sie auf dem Berge vor dem Herrn auf. So kamen diese 7 auf einmal um und starben den ersten Tagen der Ernte, wenn die Gerstenernte anfängt. They were put to death in the first days of barley harvest, rather. Read it, that's the end of that verse. Wenn die Gerstenernte anfängt. And let's see. So then, after they were hung, God was pleased. Und nachdem sie aufgehängt wurden, war Gott zufrieden. And the debt had been paid for breaking the covenant. Und die Blutschuld war beglichen. And if you keep reading, you'll see the famine went away. Und wenn man weiterliest, dann erkennt man, dass diese Schuld also getilgt war. If King David had not done that, Hätte König David das nicht getan, the famine would have remained dann wäre diese Blutschuld nicht beglichen gewesen. because the debt would have still been open. Sie wären immer noch offen gewesen. But when David did that, God said, okay,
it's paid now. Als David das getan hat, sagte Gott, gut, jetzt ist es damit vorbei mit dieser Schuld. This is the seriousness of covenant in God's eye. Und so ernst nimmt Gott also den Bund. And even though today Jesus has paid the debt for all sin, Und obwohl Jesus alle Schuld heutzutage